Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Abenteurer. Ich habe in letzter Zeit viel mit der EVA One von der Schulter gearbeitet, zum Beispiel auf Events. Und weil die in ihrem Ursprungszustand, wie sie geliefert wird, nicht unbedingt perfekt dafür ist, stelle ich euch heute mein Setup vor für das Arbeiten von der Schulter. Intro. Der erste und wichtigste Teil in diesem Setup ist das Schulterpad. Ich nutze hier von Aisin eine VCT Baseplate. Vorher hatte ich eine von SmallRig, die war allerdings nicht kompatibel mit der VCT Plate von Sakuto und dementsprechend nutzlos. Der Vorteil einer solchen VCT Plate ist, dass man ziemlich schnell vom Stativ auf die Schulter und wieder zurückbauen kann. Außerdem kann man an der Platte direkte Rods anbringen, die werden später in diesem Setup noch wichtig werden. Die Schulterplatte alleine reicht natürlich noch nicht ganz aus. Eines der Hauptprobleme für mich ist, dass der Viewfinder der Kamera viel zu nah am Gesicht rumbaumelt und man überhaupt keinen Abstand gewinnen kann. Auch hier nutze ich wieder die Lösung von Aisin, die einfach nur eine Metallschiene zwischenschalten, mit der man den Abstand vom Viewfinder entspannt und ausreichend regulieren kann. Das kompensiert allerdings noch nicht den grauenvoll schlechten Schminkspiegel, der sich hier Viewfinder schimpft. Deswegen habe ich mir dieses Schmuckstück zugelegt, was daraus einen Eye-Viewfinder macht mit einer kleinen Lupe drin. So kann man von der Schulter wunderbar auch bei Tageslicht mit dem Viewfinder arbeiten. Was jetzt noch fehlt, sind ordentliche Griffe. Ich nutze hier mein absolutes Lieblingsspielzeug zurzeit, und zwar die Nucleus M. Das ist eigentlich eine Funkschärfe, die wir hauptsächlich für die Arbeit vom Gimbal nutzen, aber mit der Quick Release Handle Bridge, wie auch immer der heißt. Quick Release Handle Grip Bridge. Quick Release Handle Grip Bridge. Das ist eigentlich eine Funkschärfe, die wir hauptsächlich für die Arbeit vom Gimbal nutzen, aber mit der Quick Release Handle Grip Bridge kann man die Handles auch an die Rods befestigen. Dann hat man ein wunderbar bequemes Rig und kann über die Handles super entspannt die Schärfe fernsteuern. Man muss also nichts loslassen, man muss nicht am Objektiv die Schärfe ziehen, sondern kann das ganz entspannt einfach an den Handles machen. Wer möchte, kann auch noch einen zweiten Motor anschließen, um beispielsweise bei Zoom-Optiken die Brennweite zu verändern oder bei Cine-Optiken die Blende zu öffnen oder zu schließen. Bis zu 3 Motoren lassen sich mit dem Nucleus M verbinden und dann einfach über die Griffe bedienen. Für die meisten Jobs, die ich habe, brauche ich kein Shotgun-Mikro, deswegen lasse ich das gerne, um Gewicht zu sparen, weg. Ebenso wie den Seitengriff. In diesem Setup braucht man den wirklich nicht und kann sich so noch ein paar Gramm ersparen. Was ich auch noch sehr gerne mache, wenn es der Job zulässt, ist das ganze Set an ein EasyRig zu hängen, denn auch von der Schulter, ich bin relativ groß, ist manchmal nicht alles perfekt und mit dem EasyRig kann man ziemlich schnell die Höhe variieren und außerdem seinen Rücken sehr, sehr entlasten und ich genieße das mittlerweile super arg. Das war der aktuelle Stand von meinem Schulterrig zur EVA One. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls ihr neu hier seid, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und irgendwie ein paar andere Videos zu schauen. Und wenn ihr euch für Vlogs interessiert, die gibt es mittlerweile hier, nicht mehr auf Optimum Adventures. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!